Der Morris aller steht ab, wer wir anfangen mit einem Leid an den Gott loben zu preisen. Dankeschön für Rütkum, dass die hier bist und merkt diesen Gottesdienst wertvoller. Und die, was hier kommen, wenn wir uns auf den Herrn loben und preisen. Der Psalm 34, Vers 4 sagt es, verherrlich mit mir den Herrn, weil wie alle taub, seine Numen hoch ihr. Ich sag den Herrn und er antwortet mir. Und er rad mir uit all meine Furcht. Da ich ab am verloten,
haben ihnen gesagt, dort mit Fred strahlt, und sie waren niemals zu schauen. Hier sagt der Psalm, weil wir alle taub unseren Gott loben und preisen, dann sagt er, hey, auf haben die Sachen, die haben die Antworten, sagt er, wenn wir sich ab am verlaat, den sind gesagt, strahlt mit Fred, und die wird einmal zu schauen gehen. Weil wir von euch sehen, was sich ab am wollen verluten, und dort uns gesagt wird, strahlt mit Fred, und dort Menschen wollen sagen, hey, was ist der Strahl? Was ich dir gesagt, Rittachen der, Amen. Und von der ersten Tag, was Gott gemerkt hat, wir haben nichts zu tun, dass die Sonne abgeht, wir haben von der nichts zu tun, dass die Uden in das. Und dass wir wie taub kommen, wie loben, wie preisen Gott, dass er uns auf Leben geschenkt und viel mehr noch, dass er uns geraten hat. Ich war ein paar Bemerkungen tun. Ein Ding ist, von jedem Bulletin stehen und WhatsApp, wo ihr vielleicht gemerkt habt, in einer Akte sind, wo kam just gemerkt, ist das Channel von YouTube und der Link von unserer Website, Facebook, und du kannst ihn actually abtragen, wie jeder Ding ihr Partner, und jeder kriegt du direkt danach. Gleich haben von ihnen noch vielleicht nicht gewiss. Das ist ja gelegt, du gehen, da wir nicht so rumsehen. Der andere Ding ist, so als morgen, 7:30, wer wieder mal dort will und teilnehmen, kommt hier so morgen, Montag so 7:30 an. Der andere Ding ist, nächste Sonntag, weil wir hier Worship Night haben, saß, und ich würde ihn anladen, kommt rein, das wird sehr gut sein, das wird ein Drama sein, wir werden verschiedene Dinge haben, wenn von ihnen erst, wer würde wollen, ein Zeugnis oder ein Testimony mitteilen, würde ich ihn vielleicht an Pastor eben melden, ich ihn 3 Minuten dafür, wollen ihn eine Chance geben, dafür, weil ihn eine gute Zeit haben, nächstes Jahr nach Service. Das andere Ding ist, Turning Point, Jugendcamp kommt ab, Sommer jetzt busig wieder, nächsten Monat ist es aber noch, von der erst erste Tag, wo die Jugend sich kann ab sein. So, wir freuen uns, die wollen beten für den Camp, die Jugend wollen ja starten damit. So, wir wollen ein Video checken von dort und dann gehen wir wieder mit Worship. Schuld, wenn ich alle jung sein, alle Hand vor ihn kenne. Da würden wir alle ab sein wollen. Ich dachte, was ein guter Zeit sein da. Ich freue mich mit dem Mann, was ich over ein sein, und weil wir eine Stunde für dort. Wir werden das nächste Leute dort abverheben. Toda luna se va, al su rostro dirá, y tú
nicht Jesus. Oder wie dich am Preisen Herren, und die dir ummerken, der ist in unser Wort. Und dich am Namen, in Herren. Dank dir für deine Geben wird. Und wir darum fallen, ja. En die hast in den Wort versprochen, wo du 2 oder 3 taub zijn, die noemen de beste man. En wir kommen die hier in die Namen taub. Wir wollen Gemeinschaft haben mit die. Wir wollen die loben, die ehren, die preisen. Wenn die best so leiftoelig und so gut für uns. Herren, wir wollen die Leute besperen. Bewohnen das. Wo die uns fällen dat. Wo die uns trösten dat, uns halten dat, wo immer uns fehlen dat. Die best du für uns in Neite. Ich danke dir dafür. Für was die Leute hast für uns und was die was tun in uns. Wir wollen die best ihr geben, für was die treffen dat. Ich denk zurück an Golgatha, wo Jesu Blut und Leben gab, sie seine Wunden durch die Hand, mein Retter dort am Kreuze starb. In Tränen und mit Blut getränkt, in Josefs Grab wird gelegt, die Tür versperrt mit schwerem Stein. Messias ist nur er allein. O preis den Namen von Gott im Himmel, o preis den Namen ewiglich, für alle Zeit singen wir zu dir, o Herr, mein Gott. Dritten Tag in Morgenrot erhob sich als Gottes Sohn. Die Macht des Todes ist besiegt, der König Christus triumphiert. O preis den Namen von Gott im Himmel, o preis den Namen ewiglich, für alle Zeit singen wir zu dir, o Herr, mein Gott. Kommt zurück in heller Pracht, sein Sonnenglanz durchdreht die Nacht, wie wird nun auferstehen, und Jesus selbst einmal zu sehen.
preisen unseren Herrn für immer. Wenn es klein ein Wort von der Tiden eigentlich die Band sein, als danach du bei uns. Was eine gute Tid Band bist oder eine schlechte. Wir können danach loben und preisen. Wenn es heu, als du bei uns und er hält uns, er gibt uns Kraft zu überkommen, er gibt uns Kraft zum immer wahrer sein und er beweist sich, dass er gut ist. So wir geben die ihr Jesus. Halleluja. Ich kann ihn duld sagen. Dankeschön, Worship Team. Well, wir haben uns über die letzten Wochen haben wir uns von unterhalten von Waussen. Und wir haben uns über verschiedenste Dinge haben gekickt, was vielleicht wohl zu Waussen. Und wir können viel mehr Dinge sagen, als was wir sind durchgegangen. Wir können viel mehr Dinge von reden und so weiter. Aber wir haben von geredet, wo wir können Waussen an der Apostel ihre Lehre. Wir haben geredet von, wo wir können an Gemeinschaft Waussen, Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft mit unserem Führer und mit Jesus, mit den Heiligen Geist. Wir haben uns unterhalten von, wo zu Waussen an Kraft, wo zu Waussen an Einheit mit ihm, an der Demut, wo zu Waussen durchrennen, wo zu dein und so weiter. Und von der würde ich gleich noch zum Schluss noch von diesen Series reden von Waussen und den Gloowen. Und so das mein Gebet ist, dass wir wollen Waussen und Gloowen. Und ich glaube, wenn wir all diese Dinge wollen der umwandeln, dann wollen wir Waussen an unseren Gloowen. Ich habe kein Zweifel, dass wir nicht wollen Waussen, wenn wir das wollen umwandeln. Und ich glaube, Gloowen ist sehr, sehr wichtig. Das ist wie ein von der wichtigsten Dinge, was wir haben im Leben. Und wenn wir nicht glauben haben, dann sind wir sehr schlecht auf. Wenn wir nicht glauben haben an Gott. Und wenn wir so denken, was ist Glauben? Ich glaube, kein besserer Vers als Hebräer 11, Vers 1 sagt, der Glauben ist die Gewissheit, dass wir dort kriegen wollen, an was wir hoffen. Und es ist ein Nicht-Zweifeln an dort, was wir nicht sein. Jesus redet von, er sagt, Glauben ist eine Gewissheit. Das ist was sicher, das ist was die Sicherheiten kostet. Glauben ist was sicher. Was sagt er, dass wir dort kriegen wollen, ab was wir hoffen. Sie, welche Dinge, wenn wir an was glauben, dann haben wir die Dinge noch nicht. Aber einige Dinge, die haben wir auch. Glauben ist, hat zu tun mit einem Versprechen, was Gott uns gegeben hat. Sie, wir tun nicht ab was ladet, was wir nicht glauben. Wir glauben ab das, was er uns gegeben hat. Oder sein, ab der Hoffnung, was wir haben an Jesus Christus. Dass wir nicht nur bloß die Hoffnung ist, dass wir erlöst werden von dieser Erde und wollen an was nie entkommen. So wir haben eine Hoffnung, so wir glauben an diese Hoffnung. Und nicht nur bloß wir glauben, wir sind uns sicher, wir haben uns dort versprochen. So wir nehmen dort an und glauben, dass dort, was am Kommen ist. So du hast ein Kommen, du hast ein Kommen in ein anderes Leben, als was wir bei hier haben, gehört. Und dort, wo wir uns auch zu freuen. Wir freuen uns auf diese Ehe, nicht? Wir lassen uns das scheinen an diese Zeit, wo wir hier bei ihr leben. Aber wir wollten das ist nicht für immer, dass wir auf diese Ehe, wenn wir lang leben, und ich habe vielleicht 10, 90, 100 Jahre, wenn Gott uitgekommen ist, nicht so, dann ich habe so lange leben. Und so, aber er hat uns eine Hoffnung gegeben und wir haben die Gewissheit, dass das, was passieren wird, dass wir wollen einen Tag einfach nie leben. Und wenn du hast was gewählt, dein Leben in Jesus Christus, dann kostet dir was Gutes, reut mir. Aber hast du nicht, dann jammert das dann, wenn du nicht willst. Wegen dann hast du sagst was nie reut mir für dich, aber das ist nicht entscheidend. Das ist ein verdorben sein. Das ist nicht, dass Gott reut mir hat wirklich für die Menschen. Aber die Menschen haben sich das gewählt, wegen sie haben das reingemacht, versucht haben. Versucht haben den Platz reingemacht. Aber alle, die nicht nach Gott kommen, die rebellisch sind zu Gott, die können nicht durchkommen, wo Gott uns was Luther annehmen. Und so, weil wir an dieser Hoffnung leben. Das ist ein Nicht-Zweifeln dort, wenn wir das nicht sein können. Sie, wir zweifeln nicht an Dinge, wenn wir das nicht sein können. Wir zweifeln nicht daran, dass wir wollen ein neues Leben haben. Nur das Leben. Oder wir zweifeln nicht daran, dass er wird treu sein, zu alle Versprechungen, was er uns gegeben hat.
Sie einmal seine Versprechungen, da wollen wir nicht in unserer Lebenszeit sein, aber da wollen wir nur dem sein. Und das dort Gott besonders im Alten Testament, er gibt den Menschen viele Versprechungen, und die Menschen glauben daran, wann soll das never sein in ihr Leben. Sie, das ist wichtig, dass wir glauben daran, wann Gott wird sein. So, glauben, das ist was Glauben ist, das ist eine Sicherheit, dass die dort was kriegen, wenn die was auf der Hoffnung sind. Wenn wir denken, wie können wir vielleicht an den Glauben wachsen? Wie können wir wachsen an Glauben? Und wie können wir mehr Glauben kriegen? Und ein von den Versen, als Römer 10, Vers 17 sagt, so kommt der Glauben durch die Predigt in der Predigt von Christus sein Wort. Sie, du machst einmal, wo wir gehört haben von Christus sein Wort, um dort die Glauben kostet an Jesus Christus. Und der wird an Jesus Christus an der Predigt glauben dann. Der kann wachsen in ihren Glauben. Sie, wenn wir den Glauben, und wir an dessen Glauben glauben dann, oder wir nehmen an dessen Glauben, und wir glauben, dass Jesus als der Herr, als der Rader, er ist unser Haupt und so weiter. Wenn wir glauben und dort wird die Versprechungen, was er uns gegeben hat, dann wächst der Glauben. Und je mehr wir Offenbarungen dann können haben, je mehr können wir wachsen an Glauben. Je mehr wir sehen, je mehr können wir kriegen. Je mehr kann der Glauben wachsen. Mir ist das interessant. Jesus, er geht einen Tag und wir wissen, dass er geht mit seinen Jüngern taub und er ist viel abgegossen mit seinen Jüngern taub, nicht? Von der soll wir wenig, dass die Menschen gehen abgegossen und die predigen und so weiter, nicht? Ich soll das nochmal, ich will es noch mal sein. Ich sage, steht hier 3 einmal, nicht weil ich nicht näher, ich glaube, wie ein Juarez auf einer Art, da stand ein Mann und der Leute seinen Holz gut vor und er predigen. Und dann steht sie Luther, dann werde ich einmal noch passen und dann sage ich, du bist ein Mann auf einer Art und der predigt. Some Menschen, der horchen, der andere haben ihren Spotte immer. Aber was ich will sagen, ist, du wirst gepredigt und die Menschen, die Heden, das wird. Und so ist dann unsere Entscheidung, ob wir glauben oder nicht. Aber durch den Glauben durch die Predigt kommt das Glauben. Wenn das Wort Gottes hören lässt, kann Glauben an die ankommen. Und so wir haben alle, die hier bei sind, wir haben alle viel mehr das Wort Gottes gehört. Und so wir haben uns Glauben all gewachsen an dieser Zeit. Vielleicht sind die Proben gewachsen von unserem Glauben, nicht? Einmal wird uns Glauben getestet. Und einmal an Dinge, was wir glauben, und wir haben darüber nicht gesehen, dann sagen Menschen, das ist gleich so, was die glauben, das ist gleich eine Wahrheit, um was die glauben. Sie, einmal haben wir das nicht gesehen, aber das ist danach eine Wahrheit. Wenn es an sein Wort, wenn er das versprochen hat, ist das danach Wahrheit, als wir das sein an dem Moment oder nicht. So, wir machen nicht bloß kicken an der Umstände, aber wir machen kicken, was sagt das Wort. Und dann dort gehen wir und ab dort glauben wir. Und dort werden wir wachsen dann. Wann uns auch getestet wird in unserem Glauben. 1. Korinther 2, Vers 4 sagt, kein Glauben soll sich nicht eine menschliche Weisheit rechnen, aber eine Gott seine Kraft. Ich glaube, hier können wir auch viel von lernen. Wir können lernen, dass wir glauben, dass wir nicht den horchen eine menschliche Weisheit, aber eine Gott seine Kraft kriegen, dann wird uns Glauben wachsen. Die menschliche Weisheit, der hielt sich so erscheinen und dort hielt sich so versprechungsvoll und so weiter. Aber was er verteilt, ist, dass wir glauben an Gott seine Kraft. Gott seine Kraft, der bringt uns viel wieder als menschliche Weisheit. Seine Kraft darf immer ein Versprechen, was er geben wird, wenn er sagt, er wird seine Kraft umwandeln. Sie, wenn die in der nächsten Zeit bist, hat er danach versprochen, er wird mit dir sein, wo immer die durch ist. Und er hat Kraft, das Verbrechen zu heilen. Dort, was du Verbrechen ist, da kann er wieder heilen. Oder dort, was du hineingefallen ist, da kann er wieder taub bringen. Er sagt, dort, was du zwei gekillt ist und was du verwundet ist, da komme ich, sagt er, und ich bringe dir sozusagen in Wenderraum, ich bringe und ich patsch dort ab, ich hol dort ab, ich bringe dort taub, und dort kann geholfen werden. Er versprach die, dass er wird bei dir sein, er wird die trösten und so weiter. Er hat die Kraft gegeben, und er hat die Kraft, über Dämonen zu herrschen. Aber die Frau ist, glaube ich, dass er die Kraft hat. Dass er die Kraft
Oder glaub wie, dass wir die Kraft haben, dass wir können über Dämonen herrschen. Sie, wenn wir lesen, dann, du werden das, ja, ich habe den Namen nicht, hat mir nicht abgesagt, aber du werden diese Brüder, die haben sich mal, werden sich mal einig geworden, die würden sie auch mal Dämonen trieben, nicht so? Sie wollen auch mal Dämonen trieben. So, sie sagen, von denen, was Paulus predigt, in den Namen von Jesus, dann sagen die bei sie, yes, da, red vor. Was passiert mit den Menschen? Sie werden verkläft und verschlagen und sie rennen nicht davon, nicht so? Sie, wenn die nicht glauben, dass an Jesus Christus und nicht glauben, dass an der Kraft, dann bitte braucht sie ihnen Namen nicht von jenen, der bei sie yes und jenen, der bei sie macht. Wegen dann kann das sein, dass wir wollen, dann kann wir angegeben werden und das bringt ein schlechte Ding. So bitte, das ist bitte, dass du glaubst an der Kraft. Und diese Kraft zu glauben, das gibt uns. Das bringt Frucht. Das bringt Kraft und das bringt Leben dann, wenn wir an der glauben dann. Und seine Kraft zu glauben, das verändert die Umstände in unserer Umgebung und so weiter. Das verändert. Sie, aber das erste, ich denke an einmal, dass Randy dann sagt, er sagt, glauben, sie schreiben das Risk, nicht? Wir nehmen einen Stopp, wenn wir uns vielleicht nicht sicher sind, aber wir vertrauen, dass das wird wirklich passieren. Oder so dort. Wir erwarten, dass das wird. Das ist nicht einmal nicht ganz leicht. Nicht einmal haben wir vielleicht ein Wort gehört von Gott, durch den Heiligen Geist, von der Person. Und dann nehmen wir den Riss. Wir glauben, wir haben reich gehört, so wir nehmen den Riss, zu sein, hey, das ist, was der Herr sein wird, durch seinen Geist. Sie, das ist, was wir uns da wählen dann. Und sie, wenn wir uns da wählen, dann gibt das Frucht, nicht so? Und dann gibt das Worten. Sie, wenn wir glauben, dann gibt das Worten. Und er sagt, Glauben ohne Worten ist tot. So, du machst irgendwas, wo Worten sind in unser Leben, dass es zu sein ist, dass das ist wirklich. Dass wir glauben da. Viele sagen, ich glaube. Aber du hast keinmal nicht eine Wahrheit. Einmal, wenn wir sagen, wir glauben, wir können vielleicht dort noch nicht gut sein. Und einmal, wenn eine Person sich nach auf Jesus angenommen, dann glauben die sagen, futz die Worte zu sein sein. Aber einmal, das braucht, dass wir erst wissen, dass die wissen kann, erst, dass die kann, Dinge tun. Sie, du musst erst wissen an Jesus Christus. Weil wir erwarten so leicht Vollheit von dem Mensch. Und es steht, dass wir luten im Wissen. Das ist wichtig, dass wir luten unseren Nächsten wissen. Und uns selbst, dass wir wissen tun. Und es steht, dass wir rechten tun, unseren Nächsten. Sie, wir sind leicht zum Rechten sein. Oh, der hat vielleicht auch keine Worte. Der hat dann auch keinen Glauben und so weiter. No, das ist nicht dort. Aber das ist, dass wir wissen tun daran. Wissen tun an unseren Glauben. Du sind die Führer von Glauben. Sind abgenannt, auch hier in Hebräer. Mir jankt Wortversen wenigstens zu lesen, dass wir ein klein bisschen sein, wo das passiert, wo schafft das Glauben an diese Menschen, oder was passiert dann? Und hör mal, was das sein, und hier im 7. Vers sagt es, durch den Glauben, ach Noah, dort was Gott sieht, im Büd, dort schab, seine Familie zu raten. Gott redet zu ihm über Sachen, wovon noch nicht zu sein wird. Durch den Glauben gibt er der Welt ihr Urteil und auf der Gerechtigkeit. Und durch den Glauben kommt. Sieh, hier ist eine Person, hier ist Noah. Er bietet einen Schab. Und Gott redet ihm von Dingen, die noch nicht zu sein sind. Sie, aber Gott hat ihm versprochen, er wird seine Familie raten. So er bietet den Schab, seine Familie zu raten. Wegen er glaubt, dass das Wort, was Gott zu ihm gesagt hat, das ist Wahrheit. Und an der Wahrheit, und dort hält er sich, und dort, wo wir ihn glauben, das bringt Frucht, das bringt Worte. Und dort, wo wir ihn, das braucht Worte, ist es, dass er das Schab bietet, und dann nur, dass seine Familie geraten wird. Wie viele Menschen haben ihren Spott haben? Was die nicht? Alle Menschen, die kommen vorbei und sagen, was will ich hier mal von Schab? Wir haben ja noch keinmal nicht mal Worte sagen. Wo war das verhebt schaffen, nicht? Wenn du so denkst, okay, muss sagen, ich biete mir nie einen Schab, und ich habe aber noch nicht mal gelehrt, einen Schab zu bieten und so weiter.
Und nu, ich bin mir ein Schab, und die würden für Sachen auch kommen, und die würden vielleicht, und Menschen würden vielleicht kommen und sagen, wo war dort da, nicht? Dort, ja, noch nicht mal, ist nicht mal eine Leck, nicht? Die Brahmans, ist nicht mal Wut da, nicht? Würden dann zwei auch da haben. Einmal denken sie, wieso haben die Menschen dort nicht wieder geregt? Aber regt uns dort nicht wieder als dort? Ein bisschen wieder wenigstens nicht so. Wir haben wenigstens Jesus angenommen. Und wir fangen an zu glauben. Da ist es nicht so, wir glauben auch gleich an die Dinge, was der Nächste sagt, was der Nächste wird aufgekriegt von Gott. Kommt einmal drauf an, nicht so, dass wir da glauben da. Das kommt drauf an in unser Leben. Aber heute wieder Chap und an seine Familie ward gerat. Jesus sagte, durch den Glauben, wie Abraham Gehorsam. Sie, was braucht das? An den Glauben braucht das Gehorsamkeit. Um dort die Dinge waren passieren. Als er geraubt wird, in ein Land anzutragen, dort er nur heroben soll. Er trat los, ohne zu weiten, wo er hin soll. Sie glauben, das braucht Gehorsam sein. Gott wird uns vielleicht einmal im Wort sagen, was wir sollen tun. Dann braucht das Gehorsam sein. Was sagt er? Und er weiß nicht mal, wohin er soll tragen. Denk mal an, die packst die Sachen ab. Gott hat dir gesagt, die sollst wegtragen. Aber er hat dir nicht gesagt, wohin. So, die packst all die Sachen ab. Und dann fangst du an loszureisen. Würden nicht Menschen glauben, wie wir in Damm? Sein, nicht, ich mal erst eine Person sagen, ich will sagen, ich will mal einen picken hier, so Band von ich will Alvino picken. Sein, Gott hat da angeredet. Und er soll nicht mal abhaken, er soll wegtragen. Und so, er merkt dort bekannt zu sein, man seine Freunde und Familie. Hey, ich trage nicht weg. Ah, wo tragst du hin? Nein, ich weiß nicht. Sie, das wird für uns eine Dummheit sein, nicht? Aber von dem, was Gott, zu wem Gott geredet hat, ist das nicht eine Dummheit, wenn er glauben wird und was Gott sagen wird. Wenigstens er hat glauben, dass der Wort am Wohin bringt, und der wird mit am sein, und der wird am segnen, der wird Kraft geben, für was immer du fehlen, und der wird versorgen, für das, was du wird fehlen, und so weiter. So, der kann Alvino nicht abpacken. Und er kann, ich will nicht haben, was er soll, aber das ist ein Beispiel, nicht? So, er kann nicht reiten mehr, er kann abpacken. Und er denkt so, okay, nicht trage ich weg. Und auf einmal, hier wieder, weißt du was, nicht als Soldaten ja nicht stehen. Also, aber noch mal so ein kleines Ängste hier, komm. Was die dann immer durchblieben, die haben sich durch ein Zelt abgestellt, nie ist er durch. Sie hat Gott ihm gesagt, ich soll aber die Art gehen. Vielleicht ab der 5 im Mai gegossen haben. Und dann auf einmal dann Reka, wir tragen ab, ab der Benito Juarez gegossen haben, nicht? Und so wieder. So, und auf einmal dann sagt er, ich soll auch verrebs in eine andere Stadt tragen. Sie da brück glauben, aber wir als Menschen, was bezieht kriegen, wir denken für uns so, könnte Dummheit sein. Aber das ist ein Grund dahinter. Und weißt du was, Abraham, sagt nicht mal alle Dinge, von was er glauben hat. Aber danach ging er, und er deut, was er, wo wir wollen wieder lesen, sagt hier, es ist im 9. Vers. Durch den Glauben wohnt er aus dem Fremden in das Land, das Gott am Versprechen hat. Und wohnt in Zelten, so als auch Isaac und Jakob, den dort aufgeht, auch versprechen wird. Sagen wir alle versprechen. Und er lügt ab eine Stadt mit festen Grund, den Gott selbst planen und bauen wird. Sie lügt ab. Aber hat er keinmal gesagt, Abraham starb, hat er keinmal gesagt, aber er glaubt darauf, dass er würde in der Stadt kommen, was Gott wird bauen. Durch den Glauben, sagte kriegt Sarah Kraft, Mutter zu werden. Dass wir durch den Glauben, sagte. Gott hat Versprechen, aber sei glaubt an das Versprechen. Sie werden Versprechen dabei, aber sei glaubt an das Versprechen. Und ob es was das für Menschen allmählich sagt, sagte, sei auch zu alt, du zu wir. Sie sagt den Vertrauen, der das Versprechen hat. Sie, wem sagt sie Vertrauen? Sie sagt Gott, Vertrauen. Der hat mir das versprochen. Hey, Sarah wird also alt, nicht? Und Gott hat gesagt, Abraham wird dann 70 Jahre, nicht? 74 Jahre, und dann sagt Sarah, der wird einen Sehen haben. Das die, nicht in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren. Wir halten nach Glauben, nur 10 und 15 und 20 Jahre. Gott hat das versprochen, die wollen ein Kind haben. Sie hat Glauben und sie kriegt einen Sohn, Isaac. Das meint Lachen. Erkläre mal mit, an Isaac zu picken. Und das ist die Geschichte. Ja, Isaac meint Lachen. Wegen sie lacht auch.
Als de engel kwam en zei, hey, die was een zin gaan. Lachen dort. En ze wie een mens, gast van lachen. Lacht ons nog maar wat God eerst wat ons zei. Ja, zo kan dit ever passieren. Ja. Kan het werkelijk zijn? We hebben die Kempten sagen, die muss sein, oh, wir haben hier gleich so eine Person bei, nicht? Aber wir muss sagen, wir haben hier eine Person, wenn vielleicht eine Frau, das als 80 Jahre und der hat noch keinmal nicht Kinder gehabt. Und ich kann Gott und sagen, du wirst Kinder haben. Du nur, bis man zum Beispiel sagen, wenn sie ist 25 hat, ja erst, dann hast du ein Kind. Du unterdenken. Und dort vorstellen, bis hast dich wird es auch nicht mehr, wir wollen bei 25 sein, nicht? Vielleicht den Grundstock all holen, nicht so? Gott gibt danach Kraft. Aber Gott ist so wundervoll und so erstaunend. Gerade dann, als das allmählich ist. Aber er kann es tun. Wegen heute der allmähliche Dinge. Der wird von uns allmählich sein, dass das heute. Und so, sie kriegt den, so, was sie nur lernen dort. Sie kriegt das. Sag hier im 12. Vers. Deswegen sind auch von einem Mann so viel aus. Deswegen sind auch von einem Mann, der so gut und dort wir, so viel geboren, aus Sterns am Himmel und Sonnenkinder am Meer sind, die nicht zu teilen sind. Sieh, was hat Gott am Versprechen? Die waren nur kommen und schaffen, so aus den Sterns am Himmel oder so aus der Sonne am Meer, alles erkennen ist. So nur kommen und schaffen, was die haben. Sie haben geglaubt dort. Aber was ich bis einen sehen. Und Sache der Menschen, die so viel werden als Sonne, die Sache nicht im Sinn leben. Aber er glaubt daran. Glauben, gehorsam sein, das, was braucht, um dort wir sein, was Gott wird tun. Und wenn wir dort nicht alle in das Leben sein, wie sein Versprechen, was er uns gegeben hat, der wollen wir nicht hier sein, aber der wollen wir sein, wenn wir erst an uns nie leben werden sein. Halleluja. Ich freue mich dort auch. Weil er hat uns so viel Versprechen, ob diese Eid, was er uns auch versprochen hat. Und viele von der hat noch nicht gesehen, aber ich vertraue, dass die wollen kommen, wegen dem er sagt, ich will das tun. Ich sind drei. Wir können uns auch am vertrauen, und kriegen, wo das Umstände sind. Wenn er hat ein Ding zu dir gesagt, zu dir persönlich, das wird er durchführen. Das wird er durchführen. Ich will von dir zu dir sagen, das wird, was er zu dir geredet hat, das ist vielleicht nicht für alle Mann, aber das ist für dich. Und das wird er vollführen. Er wird Trisante sein. Sie, wenn wir denken dann an David, hat wieder einen Fall von Glauben und er wird gesalbt von Gott, nicht? Und wenn wir denken, er wird ein von denen, was seine Familie, die unerkannt haben, nicht? Der andere Bruder, der kann Tüß sein, wie dem Führer und so weiter. Aber David, er muss zurückgehen auf den Stab und du sollst die Schubheiden und so weiter. Er muss du so sein, wo der lebst und wo der Borsch wird und wo der gefährlich wird. Du schackten sie am Hand. Am wird nicht unerkannt. Aber er hat ein Ding, er hat Glauben an Gott. Er hat nur Glauben an Gott. Das sagt, als euer gesalbt wird, dann glaubt er und dann wisst er, dass er kann der Leib stoppen, er kann der Bohr stoppen, was jeden ankommt. Wegen du so, du hat seine Zeit allein mit Gott und er hat Gott anbeten. Eine gute Gemeinschaft mit Gott. Seine gute Gemeinschaft mit Gott bietet unseren Glauben ab. Das bietet unseren Glauben ab. Er betet so an. Weißt ihr, was er nachdenkt? Er wird Gott gehorsam und er ehrt auch seinen irdischen Vater. Er ehrt seinen Vater mit dort, dass er sieht, als der Vater sagt, nicht gehen und du nimmst Trick, nicht gehen und Hahn besiegt die Brüder, bringt ihm mal Pizzas, nicht so, und so wieder, wie weit ein Brot, was immer, du könnt auch eine Pizza hier was, nicht so. Und so, er sagt, dass er soll mal gehen, das geben, und den Brot und vielleicht den Käse, was man dort alle mal bringen und sagen, was geht die Brüder dort? Seine Brüder, die werden alle in Angst. Aber ich glaube, dass Gott hat am bewahrt und er hat diese am Kraft gegeben, zum Leben, im Bohr, steht mir. Ich glaube daran. So, ich glaube auch, dass er kann gegen den gehen, was seinen Gott versparen wird.
Und ich glaube, hier ist ein Ding, wo wir auch viel von lernen. Dass wir können jeden Tag gehen, jeden dort, die Menschen, dass wir sollen eine Armee sein. Dass wir sollen jeden Tag kämpfen an unseren jährlichen Kämpfen. Wir sollen Beruf sein, zu kämpfen und sagen, wir kämpfen gegen die böse Macht. Wir kämpfen dagegen. Dort wird so zum Prof, unsere Welt zu vernichten. Wir kämpfen dafür, dass Gerechtigkeit wird kommen. Wir sollen glauben haben, dass Gott uns wird Favor geben an uns Land. Dass wir wollen, uns Land wird keine bessere Stadt sein. Sie, du hast eine prophetische Wort losgelassen über Mexiko vor vielen Jahren, dass Gott wird seinen Finger über Mexiko leihen. Und er wird das Land hören. Wollt ihr nicht, wenn sein Finger wo ansteht, dann wird das passieren. Und so, wenn Gott zu jemand gesagt hat, dass er wird kommen und er wird seinen Finger auf uns Land ableihen, dann will ich das glauben. Wenn der Mann das hat von Gott gehört, dann will ich das glauben. Und ich will glauben, dass unsere Nation ein besseres Land wird. Und ich will fährten mit der Person, die das glauben darf. Und ich will glauben, dass das Land da besser wird. Sie ans Land sind dies, dann sind unsicher. Aber wir haben Glauben an Gott, dass er kann sich verändern. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir nicht ran in ein anderes Land. Sie so ist wie sein, entschuldige, so ist wie sein, wir sind hier sind angekommen, sozusagen, wir wollen uns einmal nicht, wo vielleicht so recht tüß. Aber wo wir geboren sind, wir sollen das uns tüß nehmen. Und wir sollen hier sich kämpfen für uns Land. Und wir sollen sagen, Mexiko soll eine gute Stadt sein. Das soll eine gute Stadt sein für meine Kinder, für meine Großkinder und ihre Großkinder. Das soll eine gute Stadt sein. So es ist wichtig, dass wir kämpfen dann. Dass wir glauben haben, dass das eine bessere Stadt wird. Und ich will uns anspornen, zu beten für uns Land und zu kämpfen für Gerechtigkeit. Und ich bete, dass wir Menschen sein, ich will von unseren Kolonien reden, die Deutsche sein, die wird Anstrengung für Gerechtigkeit sein. Ich will auch mal wo aufhängen zu regieren in uns Land, wo wir ich will kämpfen für Gerechtigkeit. Das ist so lang, dass wir haben gesagt, no, die Welt die soll regieren. Und es steht, dass Gott soll regieren in uns Land. Wenn die kicken das, wo Gott halten das im Fall, der Haupte, wenn der Regierer, wenn der Gott gehorchende, wenn der wohlgefallen haben an Gott, dann halbt Gott das Land, dann sagt er, dann wird er das Land heilen und er wird das halten. So das fehlt, dass wir glauben haben daran, dass Gott, und dass wir beten, dass Gott wird Menschen ansagen ans Land, dass wir wollen gottesfürchtig sein. Und dass die Wort, und dass wir wollen mit der Taub das Land verändern. Das wird how wir hier sein. Wir sollen das Land verändern. Von einer besseren Stadt. Und Lukas, ich werde die Verse nicht alle lesen. Wenn Lukas Kapitel 7, du von Vers 2 durchgehen, du fängst wie ein Mann. Das Mann, der schickt seinen Knach, der schickt Menschen, seinen Knach als krank, als krank und so weiter. Und so der schickt die sollen nach der Schriftgelehrten gehen, und das Mann, der soll geheilt werden. Und so der kommen nach Jesus. Und als sie nach Jesus kommen, sagen sie, wo ich die Bitte mitkommen, das ist ein guter Mann, der hat uns eine jeden Schuld gebüht und so weiter. Und so das wird sich lohnen, wenn das Mensch gesund wird. Der hat gute Dinge, was er tut. Und so Jesus sagt, ich will mit ihm mitgehen. Und so er geht mit. Und als er mitgeht, dann kommt eine Botschaft vom Pferd und sagt, hey, du sollst gleich kommen. Das geht nicht, dass du noch kommst. Warum nicht? Sagt er, ich komme erst nicht selbst zu freuen. Und ich sage noch gleich wird, dass du nicht mehr kommst. Aber sei bloß ein Wort. Dann wird er gesund werden. Sei bloß ein Wort, dann wird er gesund werden. Sie, das Mann hat glauben, wenn Jesus bloß ein Wort sei, dann würde er dort all geheilt werden. Der würde auch nicht mehr brücken nach kommen, nach den Finger du ableihen, seine Hand du ableihen, wenn er bloß das Wort sei. Sagt er wenigstens, ich kann Regierung, ich kann eine Obrigkeit, sagt er. Ich kann das. Sagt er, ich habe selbst Menschen unter mir. Sagt er, wenn ich will, dass jemand soll was tun, ich sage, die soll gehen, dann geht er. Wenn ich sage, die soll kommen, dann kommt er. Und so, er hat das ganze Ding, er weiß, was das ist. Das wird als kraftvoll, was er sein ist. Das weiß er. Er ist an der Regierung, er hat Menschen unter sich. Wenn er sagt, das passiert. Er sagt, sei bis das Wort. Und so, Jesus, er sagt das Wort.
Hij laat dat woord los. En als hij dat woord loslaat, dan wordt de persoon gezond. En dus de mensen die reizen naar huis. En wat zijn ze? Krijgt hij dezelfde tijd als de man gezond geworden. Wat Jezus dat woord heeft losgelaten. Zie, de Heilige Geest is aan ons. En dat is wichtig dat we geloven doen. Dat woord wat we zijn doen. Wat God ons en door zijn Geest gezegd heeft. Dat we dat loslaten doen. En dat wordt vrucht brengen. Dat wordt woorden passeren. Dat we worden een woord loslaten. Er worden dingen passeren. Because voor mensen woord loslaten en zeggen, hey, du sollst geholpen worden. Ob was du dir nicht mal hast besagt, hast nicht deine Hand über den Leicht, du hast nicht durch Gebet verdient. Du kann geholpen worden. Zie, dat brug dat we geloven hebben. En dan, dat fehlt ons zeer te wassen. En vele andere dingen, ons veel te wassen dat we geloven hebben. Dat we zo'n geloven hebben, dat we kunnen de boeien verzaten. Ik zeg, Jezus, hij zei te dem Veenboom, hij zal verdrietig zijn. En de jongen die stonden zich, dat de nächste dag dat hij verdrietig wird, ganz bij een wartel. Jezus leert dat zijn kinderen worden geloven hebben. Jezus wird erstaan. Zijn geloven als dit, wat ik nog keinmal gezien in Israël sagte. Ik wens dat God kunt van ons zijn. Zijn geloven als dit, wat deze haar, dat heb ik al lang niet gezien. Heb ik al lang niet gezien. We gaan geloven. En wanneer we dat niet goed zijn, we gaan danach geloven. Dan heeft hij ons dat verspreken. Hij heeft ons de dingen verspreken. Hij zegt, hij heeft zijn Geest en ons gegeven. Hij heeft zijn gemeinde de kracht gegeven. Dort te zijn op deze eer, zoals hij weer. En zo, dat we dat afhangen dollar en dollar te geloven. Dat de kerk de heeft de kracht. En we worden vrucht brengen. We worden woorden passeren. En dingen worden zich ändern. Dingen die worden zich ändern. Dat we worden Waussen en de Gloowen van den Geest. Dat we worden profetisch reden. Wanneer ik dan denk, Paulus zegt dat, zo Jezus wil dat ook gaan. En hij zegt dat wanneer we worden, ze reden te de mensen, en wanneer de eierrechten worden aankomen, die worden aankomen aan de gemeenschap waar de Heilige zijn. En dat profetische woord dat wordt gereed wordt, dat zegt dat dan wordt de geheimnissen wat aan de mens staan, dat wordt openbaar wordt. En dan wordt de mens handvol. En die wordt God aanbeden, die wordt zich handgeven te God. Dat is kracht ben. Zie, maar wat er is veel, we gaan verken dat we dat niet recht doen, dat profetische woord loslaten. We zijn vielleicht een zin van de mens, dan laten we dat woord los. Zie, maar wat God wil gaan, dat is als dat geheimnis, wat geen mens weet, en die persoon zelfs niet weet, dat die dat geheimnis van dem, wat God van plan heeft voor den, dat die dat zijn is. En dan wordt het vrucht brengen. Dan wordt de mens doelvol. En dan wordt God aanbidden. Zodat het wordt passeren. Zo in de God zijn plan. Dat we worden kan zijn, best wel als een beispiel. Zijn vielleicht dus een mens, die komt aan en die leeft in zin en wat allemaal. En iemand die heeft dat profetische woord, hij heeft de word of knowledge en hij jaft dat. En dus kan best wel een beispiel zijn. Das man, das man, wat er niet aan kan, das is een beispiel. De man komt aan en iemand die zit wat God voor den heeft en die zegt, dit is wat hij heeft, dat die zoals kunnen, die zoals de jane steht gaan, en deze heeft God die rij gemerkt, en deze zoals die gaan en dat evangelium verkennen. En ober, dat we dat doen, wens dat wat God wil, den weg op eens dan zijn, God, der wirkt werkelijk. God is werkelijk aan onze maat. Dat we wassen. Dit is een beispiel. We kunnen viele dingen van beispiel brengen en opnemen, waar we kunnen wassen. Er zijn ook zoveel verschillende wegen van wassen.
Ik wil ons besmoten spreken. We willen Waussen. We willen dat woord Gottes studeren. Tussen onze huizen. We willen dat studeren. We willen harken en we willen lezen. Dat we Waussen kunnen in onze geloven. En dat we Waussen kunnen in onze omgeving. Dat het evangelium wordt zo groot wordt. Dat wordt zo'n vrede geven in onze omgeving. Dat is goede nieuwigheid. Goede nodig voor ons. Zie we hier veel slechte nodig, nee? Maar dat we goede nodigten hier. Dat God wordt de dingen veranderen. Dat in onze kolonie wordt vrede, in onze steden wordt vrede zijn. Niet maar bloos vrede, wens nu wordt het onderdrukt. Maar du wordt een vrede zijn zoals dat in Samaria weer. Samaria, du ging hinein en hij predigt door dat woord Gottes. En als hij door dat woord Gottes predikt, het zegt dat vele bij zijn gasten voeren uit in de ganze stad te geloven. En er wordt veel vrede in de stad. Dus dat is wat ons veelt net. Ons veelt dat we geloven gaan. En dat we geloven hebben dat God ons wat de beroep heeft gegeven, niet doel te bij. Niet angst te hebben. Over sterk door te zijn. Sterk door te zijn. Dat we Waussen dan onze gelovens, wanneer onze kerkers ongegrepen worden. Mij is dat interessant. Wo, wenn wir lesen dann, sie werden so wahns te leiden für Jesus wegen ihren Glauben. Dann hätten die wirklich Recht te leiden wegen unseren Glauben. Nicht nur bloß verspott zu werden, aber vielleicht verschlauen zu werden für unseren Glauben. Ich bete, dass das nicht mehr passiert. Aber vielleicht fehlt das oder das. Vielleicht denken wir so, wir wollen das nicht. Aber Gott braucht das, dat zijn recht gebied wordt op deze eer. God wil dat ons geloven Waussen dat. En tonen hem dat het wordt van een stoot naar de andere. Dat we ons willen, de bij de eerste uit te drijven. Dat we ons willen, onze heen op den kranken te leiden. En dat geloven dat de persoon die wordt gezond wordt. Dat we ons willen aan de stad aan te gaan. En wonen door ze baan. En predigen door ze dat woord Gottes. En geloven dat de stad die wordt anderen. Wens hij zegt. Hij wil ons steden en nationen geven. Wat we zullen aanduiden. Dat is wat hij wil. Zo hemelse Vader, ik bid van jou. Dat ons geloven wordt Waussen. En al onze inzichten gaan. Hoe immer ons dat veelt aan geloven. Ik bid dat we worden Waussen. Ik bid dat we leren doen, als we dat woord Gottes hieren doen. Dat we worden Waussen. En ik bid dat niet meer voor ons, maar voor al die wat het harken aan livestream, wat het later harken doen. Ik bid dat voor jullie ook, dat we worden Waussen aan onze geloven, dat we worden toenemen en dat we worden zijn aan onze steden, die worden veranderd worden. Voor Jezus Christus. Herr, geef ons proefheid. Geef ons zekerheid. Geef ons dat we dat doen met vrede. Wens die naam zal verherrlicht worden. We danken die Herr. Dat die met ons bent. En dat die immer was met ons zijn. Wat een eng van deze wereld. Noemen Jezus. Amen. Stoot op, want zingt zum Schluss Hupning Lev. Sich verstalt, nun so erstaunen, von Wort versteht so
zien charpa, dat je hem tijd in leven, amen. Dat ik weet niet, onze geloven zijn al multitask worden, maar dat hij opstond en dat hij zijn dood en charpa tijd in leven, dat brengt ons leven je hoening, dat brengt ons in de hoening van zijn eeuwigheid, niet met zijn eeuwigheid ook hier op de eer. We hebben volstaan, we hebben Waussen. Dankzij pastor van zijn deze serie sterk nemen. We hebben hem een applaus gegeven van deze morgens. Hij strengt zich veel aan om ons een gouden woord te brengen, een duipend woord te brengen, ieder werk. We hebben beden voor hem en dat niemand gelijk altijd neemt. So, had een gouden dag en ziet je zingt. We hebben iedere dag aan God denken en we hebben Waussen.